Jetzt ist Corinna Wolf bei mir. Sie wird uns jetzt was über unsere Drehmomentwerkzeuge erzählen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem guten Stück an. Vielleicht kannst du uns einfach mal hier drüber was erzählen. Ja, sehr gerne. Hallo erstmal, herzlich willkommen auf der Produktronika 2021. Herr Florian interessiert sich für unsere Drehmomentwerkzeuge und zuerst möchte ich mal unseren Drehmoment-Schraubendreher vorstellen, der Artikel 4-563. Dieser Drehmoment-Schraubendreher ist justierbar, also ich kann ihn selber einstellen. Der ist von 0,05 bis 0,6 Newtonmeter, sehr im feinen Bereich tatsächlich. Hier oben über die Stellschraube kann ich mir meinen Drehmoment einstellen, kann das dann hier verriegeln. Hier ist es so bei diesem Drehmomentwerkzeug, dass wir eine 1/4 Zoll Aufnahme haben, sodass ich hier einen Adapter benutze, dass ich also von 1/4 Zoll auf 4 mm komme, sodass ich dann entsprechend den Bit hier muss ich reinklicken und dann hier das Feste verriegeln kann und dann kann ich ihn entsprechend anwenden. Der Griff macht ja nicht den wirklichen Sinn, nur mit dem Bit zu bedienen. Kann man wahrscheinlich. Wir können aber auch ein Drehmoment einsetzen. Ganz genau. Also hier haben wir die Möglichkeit, einen Drehmomentadapter dazwischen zu setzen tatsächlich, der dann vielleicht schon voreingestellt ist mit dem richtigen Drehmoment, wie ich ihn gerade brauche. Ich zeige einmal das komplette Set. Also hier ist es so, dass wir von 0,1 bis 0,6 Newtonmeter Drehmoment voreingestellt anbieten, die man dann entsprechend, wie der Florian das auch gerade schon gesagt hat, einfach dazwischen setzen kann. Das heißt, ich nehme also wieder mein Bit, setze den in den Adapter hinein, der also mit einem Magnethalter schon selber spürbar sich zusammenzieht. So ähnlich ist das dann auch hier in der Aufnahme. Man hört das auch ganz gut mit dem Klickgeräusch. Ja, genau. So, das heißt also, ich habe jetzt hier einen Drehmoment von 0,2 Newtonmeter und kann also hier sehr prozesssicher arbeiten, weil ich ja auch nichts mehr verstellen kann. Und somit ist es gewährleistet, dass ich auch das richtige Drehmoment für die passende Anwendung auch benutze. Können wir das vielleicht einmal präsentieren, vorführen? Ja, wir können das einmal zeigen tatsächlich. Wir haben jetzt hier mal einen Spannfixfuß aus unserer Kugelgelenkhalter-Serie zum Anklemmen. Hier unten ist eine kleine Justierschraube, an der ich das jetzt einfach mal vorführen kann. Vielleicht können wir es sogar hören. Es ist also ein kleines Klickgeräusch hörbar. Vielleicht möchtest du noch mal. Ich drehe jetzt quasi durch. Also man hört dann tatsächlich das wiederholbare Klickgeräusch, was natürlich keinen Sinn macht, das permanent zu machen, weil dieses Produkt auch ein Verschleißprodukt ist. Das heißt, wir gewährleisten 20.000 Klicks auf diesem Produkt in einer Toleranz von plus minus 10%. Oftmals erreichen die Kunden auch 30.000 Klicks. Allerdings ist es schon wichtig, dass sie bei diesem Produkt dann auch über die Drehmoment-Prüfstation einfach schauen, dass sie auch das entsprechende Drehmoment gewährleistet haben. Das muss natürlich entsprechend kalibriert werden, weil wir nicht wissen, wann der Drehmoment nicht mehr erreicht wird oder außerhalb der Toleranz sich befindet. Passend dazu, wenn der Kunde jetzt mit 0,6 Newtonmeter nicht zurechtkommt, sondern tatsächlich ein größeres Drehmoment braucht, vielleicht sogar bis 5,5 Newtonmeter, dann kann er die etwas größeren Adapter bei 0,2 tatsächlich, die haben eine 1/4 Zoll Aufnahme und gehen dann bis 5,5 Newtonmeter, wo wir schon im sehr starken Anzugsbereich auch sind. Meistens sind es immer 10er Schritte, also 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Es ist aber auch möglich, Zwischengrößen zu bestellen. Dann können Sie einfach mit uns in Kontakt kommen, wenn Sie da was Spezielles brauchen. Das ist einfach anfragen. Ja. Vielen Dank. Danke dir, Florian.